Alkohol ist eine Droge und das muss man wissen. Es macht auch süchtig. Man wird schnell aggressiv. Man dadurch dumm, also Gehirnzellen sterben davon ab. Dieser Hangover in der Früh. Man kann Sachen sagen, die man nicht möchte. Und ich brauche wirklich 2 Tage lang, bis ich wieder realisiere, wo ich bin. Ja, gesundheitlich, weißt du, das ist nicht gut. So, Alkohol schadet ja dem Menschen und deswegen vergisst man halt auch Sachen, die man gemacht hat oder so. Und das ist halt dann viele Leute, ich sag jetzt mal nicht alle, aber ich glaube viele Leute, die in so Situationen sind, in denen sie nicht sein wollten, liegt halt einfach daran, dass sie zu viel konsumiert haben. Nicht alle, aber ich sag schon viele. Einfach keine Kontrolle mehr über den Körper hat, dass man schnell wütend wird, dass man den Alkohol braucht, um zu leben. Ja. Man kann leicht abhängig davon werden und dann kann man halt mit einer Sucht, das ist halt eine Krankheit und das wieder rauszukommen, ist halt hart. Also ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist halt einfach schwer, deswegen sollte man aber nicht gleich da hineinfallen. So Alkohol würde ich auch niemals trinken, ist nicht gut. Da tut man in irgendeinen Kreislauf rein und es ist richtig schwer rauszugehen, wenn du Alkoholiker bist. Am besten nie damit anfangen. es ist ja auch verboten, also warum sollten wir was nehmen, was uns schadet? Eigentlich ist ja was Gutes. Also es schützt eigentlich schon, dass man keinen Alkohol trinken darf, weil Alkohol kann so viel zerstören und wenn man das gar nicht, also wie wenn man gar nicht das tut, dann kann man gar nichts zerstören durch Alkohol. Ja. Ich persönlich trinke sowieso keinen Alkohol, also abgesehen, ich bin kein Moslem, ich bin Christ, aber trinke trotzdem keinen Alkohol, also ja, weil ich den Sinn dahinter nicht wirklich verstehe. Also auch generell, wenn man nicht gläubig ist, einfach nicht anfangen damit. Also Alkohol ist nicht ist nicht gut für die Gesundheit. Ich kenne jetzt auch nicht wirklich Vorteile von Alkohol, weil es schmeckt nicht. Danach handelst du irrational. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Vorteile hat. Ich finde, Alkohol ist nur eine temporäre Lösung zu Problemen, die so nicht weggehen werden, wenn man sich nicht um die kümmert. Und es könnte sogar die Probleme schlechter machen, weil man halt süchtig wird sehr schnell. Und Man kann auch schnell süchtig werden, was zu schlimmen Sachen führen kann. Grundsätzlich, wenn Menschen Grenzen nicht kennen, wenn Menschen denken, irgendwie so selbstüberschätzenden Kopf haben und sagen so, ja, nee, klar, logisch kann ich das, dann ist immer Gefahr für andere. Und andere Menschen zu gefährden, finde ich insgesamt einfach ist richtig unnötig. Ich bin dafür, dass man die ganzen Abhängigkeitssachen abschafft. Komplett. Für ganze großen Firmen, was da... Zigaretten abschaffen. Nicht nur Zigaretten, alles, Tabak. was abhängig macht. Alkohol, Zigaretten, auch die großen Konzerne, was alles aufkaufen und uns schlechte Nahrung verkaufen, das würde ich alles abschaffen. Diese Globalisierung würde ich... Genau. Meine Meinung nach. Ja. es schadet dem Körper, man hat einfach keine Vorteile davon. Ich finde es auch gut, dass es so verboten ist, weil es gibt auch Struktur und Regeln. So Alkohol finde ich selber nicht gut. Alkohol finde ich sozusagen gut, dass man es nicht trinken darf. Alkohol, wirklich, das ist ungesund. Es macht dich abhängig, es hilft dir nicht im Leben weiter. Es ist einfach nur schlecht. Kann süchtig machen und Vor allem auch an die ganzen 14-Jährigen, die finden es cool, das zu trinken. Und vor allem, wenn ihr dann alleine seid und alle alkoholisiert seid, ihr müsst aufpassen, weil hier draußen sind so viele Perverslinge. Das ist krank und vor allem die Vergewaltigungsrate sind so hoch teilweise. Und wenn du alkoholisiert bist, du weißt nicht mal mehr, wer dein Vergewaltiger ist. Das heißt, du kannst nicht mal irgendjemanden anzeigen, du kannst keine Hilfe finden. Und am Ende hast du quasi den Dreck an der Backe, sage ich jetzt mal, weil du am Ende das Problem hast, nicht der Vergewaltiger, nicht die Leute, die das Bier gegeben hast, sondern du hast dann am Ende das Problem. Man merkt auch nicht wirklich gleich, vor allem jüngere Leute, die jetzt nicht so damit wirklich in Berührung kommen und dann plötzlich mit 14 auf die erste Hause sind oder so. Niemals. Niemals. Ja, kein Alkohol für Kinder, das geht nicht. Ja, weil das das Gehirn kaputt macht, die Nervenzellen kaputt macht, die Gehirnzellen tötet. Nein, für Kinder, nicht für Kinder. Doch, passiert schon. Du brauchst mal bloß schauen, wie die Kinder jetzt einmal laufen. Die können sich nicht mal 2 Sachen merken. Nein, aber die trinken ja keinen Alkohol. Für Kinder? Was sind denn Kinder? Bis zu welchem Alter meinen Sie das denn? Ab 16 Jahren in Bayern darfst du Bier trinken. Ja, genau, das ist zu früh. Finde ich auch ein bisschen zu früh. Zu früh. Obwohl es zu meinem Brauch dazugehört in Deutschland, sage ich mal so, oder in ländlichen Gebieten. Aber ich finde es einfach zu früh. Also kein Alkohol. Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen natürlich, klar. Noch ein letztes vielleicht. Junge Menschen sollten viel mehr reisen, lesen, Sport treiben und sich richtig gut ernähren. Kein Fastfood, kein Alkohol, keine Drogen. Und jetzt ist gut, weil sonst muss er kappen.
Also sie hat eigentlich schon fast alles gesagt, was man sagen kann. Also was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass Alkohol eigentlich oft als was Cooles dargestellt wird, obwohl es eigentlich was ist, was eigentlich echt sehr viel Leid zufügen kann. Auch jüngeren Personen vor allem, weil jetzt auch Jüngere anfangen zu trinken und das einen Sachen machen lässt, die man eigentlich nicht wirklich machen will. Und deswegen lege ich es Leuten, ich hasse Tauben, deswegen lege ich es Leuten wirklich ans Herz. Macht's nicht, es ist wirklich nichts Cooles. Und da gibt es sehr, sehr viele Nachteile und das ist auf jeden Fall nicht okay. Alkohol ist eine Droge, es macht dich abhängig.